Wann wart ihr zuletzt im Büro und habt Seite an Seite mit euren Kollegen gearbeitet? Bei mir ist das schon ein ganzes Stück her. Und natürlich hat die Pandemie dazu beigetragen, dass Remote Working im Fokus ist, aber die Frage muss eigentlich sein, was kommt danach? Wie sich die Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung verändert hat und wie sie sich weiter verändern wird. Genau darüber sprechen wir jetzt in unserer kurzen Talkrunde mit unseren Gästen zum Thema Future Developer Workplace. Wir haben den Geschäftsführer der White Duck eingeladen, Markus Sümmchen, Außerdem haben wir die Digital Workplace Consultant Luise Rehse. und den Azure-Spezialisten und unseren ehemaligen Kollegen Daniel Neumann. Und mit Daniel fangen wir jetzt auch gleich an. Ja, Daniel, sag doch mal, was sind deine Tipps, wenn es um Remote Development geht? Ja, meine Tipps fürs Remote Development, fangen wir mal mit meinem Präferierten an, ist an der Stelle, was wir bei uns im Team in LeanIX, im Platform Operations Team eingeführt haben, ein Zoom-Call, der den ganzen Tag offen ist, weil wir sitzen jetzt auch mittlerweile seit über einem Jahr im Homeoffice und am Anfang halt im Büro, du hast deinen regen Austausch mit den Kollegen in deinem Team, wo du mit zusammenarbeitest, was wir halt am Anfang nicht so getan haben über ich sag mal, die digitalen Sachen, die einem zur Verfügung stehen. Und dann nach 3 Monaten sind wir irgendwie so auf den Trichter gekommen nach dem Motto, es wäre doch ganz schön, tatsächlich, um auch wieder dieses, ich sag mal, Teamgefühl wirklich zu fördern, den ganzen Tag über in diesem Zoom-Call zu sein. Mal davon abgesehen, wenn du irgendwelche andere Meetings hast oder dich mit anderen Leuten austauschen musst, dass du dann halt rausgehst. Aber das haben wir eingeführt und ich muss sagen, das war, glaube ich, die beste Entscheidung, die wir nach 3 Monaten von zu Hause aus Arbeiten im Homeoffice tatsächlich getroffen haben. Mit Kamera an die ganze Zeit oder ist es wahlweise an und wahlweise aus? On Demand würde ich sagen. Also wir haben fixe Termine wie unsere Retro, Sprint Planning oder auch unser Daily Stand-up, wo wir die Kamera anmachen. Ansonsten ist es jedem selber überlassen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben Anfang des Jahres einen neuen Kollegen hinzubekommen, wo wir natürlich auch die ersten Wochen mit Kamera an das Ganze gemacht haben. Aber wenn du dich dann halt im Team selber kennst, ist es halt so, dass du dann die Kamera ausmachst und eigentlich nur noch die Kamera an ist, wenn du dich irgendwie in deinem Zoom-Call, wo du ja auch Breakout-Rooms kreieren kannst, um Themen weiter zu diskutieren in der Tiefe, vielleicht auch mit anderen Engineering-Teams oder Mitgliedern anderer Engineering-Teams, die da mit reinkommen. Und da ist natürlich, da schaltest du auch wieder die Kamera an, um die Kollegen halt zu sehen, was im Endeffekt nachher, wenn du teamübergreifend arbeitest, halt auch zu sehen, was ich ganz besonders wichtig finde, wenn du jetzt halt außerhalb deines Teams interagierst, die Mimik, die Gestik der anderen Kollegen zu sehen, zu interpretieren. Wenn du natürlich in deinem Team schon länger zusammensitzt, du weißt, wie die Leute ticken, wie sie gewisse Sprüche aufnehmen, da ist das halt alles was anderes, wo du nicht unbedingt die Kamera anbrauchst, aber gerade wenn du mit anderen Teams wiederum zusammenarbeitest, mit Kollegen, mit denen du weniger im Kontakt stehst, finde ich Kamera an umso wichtiger, dass man halt auch wirklich die Mimik, die Gestik der anderen Leute an der Stelle sieht. Finde ich halt super wichtig an der Stelle. Cool, also das heißt, ihr habt da einen Weg gefunden, um auch die Teamzusammengehörigkeit auch beizubehalten, auch wenn ihr nicht quasi im Büro seid. Welchen Tipp hast du noch, Daniel? Der andere Tipp, und da muss ich mich auch selber an die eigene Nase packen, ist größtenteils, wir kommunizieren bei uns in der Firma, also vieles läuft über Zoom, seitdem wir in der Pandemie sind. Und auch vorher ist halt, Slack ist unser Kommunikationstool. So, und in den meisten Fällen ist es halt so, je nachdem, fragst halt einen Kollegen, kann auch ein direkter Teamkollege sein, wo du weißt, der ist jetzt vielleicht gerade, wie man das so schön im Development sagt, im Tunnel. Dann schreibst du den halt eher an, wenn du eine Frage hast, um das Ganze asynchron zu machen. Das Problem, was mit diesem Anschreiben oder generell Slack über Chatten entsteht, ist halt, wenn du irgendwas am Diskutieren bist, wo vielleicht deinem Gegenüber der Kontext fehlt, kann das manchmal sein, dass das 10, 15 Minuten hin und her geht und du dich dann entscheidest, oh, lass mal zusammen telefonieren, um das zu besprechen. Da muss ich sagen, auch wie ich bereits sagte, muss ich mir selber in die eigene Nase packen. Eher mal lieber fragen, hast du kurz Zeit zum Telefonieren, dauert nur 5 bis 10 Minuten.
das geht meistens schneller, führt eher zum Ergebnis, anstatt dass du dich über den Chat tot diskutierst und irgendwo danach auf der Stelle rumtrittst und dann sagst, okay, komm, jetzt müssen wir telefonieren, um das Ding zu lösen. Und das kannst du eigentlich eher schon weit vorweg machen, wenn du schon so die Ahnung hast, es könnte etwas komplexer sein, musst mehr das ganze Thema erklären, die Basis schaffen. Das ist auf der Tonspur deutlich einfacher, als wenn du tatsächlich dann in den Chat reingehst. Gerade wenn es um Erklären geht, Basis schaffen im Bereich des Engineerings und der Entwicklung, könnte ich mir vorstellen, dass es doch auch manchmal hilft, eben zusätzlich noch irgendeine Art von Visualisierung zu haben neben der reinen Tonspur. Gibt es da irgendwelche Tools, die ihr verwendet, oder gibt es da irgendwas, was euch dabei hilft, mal schnell irgendwas zu scribbeln? Sagen wir so, wir nutzen alle Mac. Ich habe bisher, ihr wisst, Mac hat kein Touchscreen, wo du irgendwie super was zeichnen kannst. Ich habe bisher noch wirklich keine Applikation gefunden, wo du, so wie mit dem Surface Device Windows 10, machst die Whiteboard-App auf, hast deinen Stift und kannst dann schnell was scribbeln. Bisher noch nichts gefunden, hat bisher auch immer so ganz gut funktioniert. Was man halt machen kann mit Draw.io, irgendwie ein Diagramm schnell darzustellen, wenn du was diskutieren möchtest, um deinem Gegenüber einen gewissen Kontext zu geben. Es hat sich halt ganz gut bezahlt gemacht, dort Draw.io zu nutzen. Und ansonsten, wenn es dann irgendwie geht, sich darüber auszutauschen, kurz jemand zu erklären, das habe ich im Source Code gemacht, kannst du das mal anschauen. Entweder Screensharing, was für ein Review oder für Nachfragen, Feedback ganz gut ist. Wenn man das Ganze dann eher guckt, in die Richtung Pair-Programming zu machen, kann ich jedem nur empfehlen, das, was die jeweiligen IDEs bieten, da auch wirklich, wir nutzen beispielsweise für unsere Java-Entwicklung IntelliJ, da gibt es genauso ein Plugin für Visual Studio Code, wo du halt wirklich, jeder macht seine IDE auf, schaltest dich auf diesen Stream drauf und siehst dann, wo derjenige, der gerade dann entsprechend programmiert, an welcher Stelle er im Source Code ist, kannst da reinspringen und entsprechend Feedback geben. Ja, also quasi so Live-Share-Features nutzen, die in den Tools mitkommen, um wirklich auf dem Source Code zu arbeiten. Aber Daniel, noch eine andere Frage, noch eine persönliche Frage, und zwar, wie gehst du mit der Arbeitslast um? Wie regulierst du dich vielleicht auch selbst, um diesem im Homeoffice der Verlockung zu widerstehen, irgendwie dann immer doch noch den nächsten Task aufzumachen? Ja, sagen wir mal so, wo wir noch im Büro waren, war es für mich einfach. Ich bin halt ins Büro gependelt und dann gab es halt immer feste Zeiten, wo du dann wieder zurückgefahren bist, wo du wusstest, okay, da stehe ich halt nicht im Stau drin, im Berufsverkehr. Mit dem Wechsel zum Homeoffice ist das schon ziemlich schwierig gewesen. Ich meine, ihr kennt das, wenn man remote arbeitet, man arbeitet automatisch mehr, weil es ziemlich schwierig ist, sich da selber zu regulieren. Was mir dann im Endeffekt nachher jetzt ich meine, man lernt auch dazu, auch wenn man schon vor Remote Homeoffice technisch gearbeitet hat, in anderen Firmen, weil man im Außendienst war, man denkt, man kennt alles, man weiß, wie man sich selber zu regulieren hat und im Endeffekt arbeitet man dann doch mehr. Was mir geholfen hat, ist im Endeffekt zu sagen, okay, ich arbeite ja entsprechend in meinem Sprint Tickets ab und vor im Büro war das halt so, okay, ich arbeite das Ticket so weit ab, bis ich halt das Büro verlasse und fange am nächsten Tag wieder an. Das funktioniert natürlich im Homeoffice nicht, weil irgendwie so, okay, ich fange das Ticket an und ich sitze ja schon zu Hause und demzufolge ist es meistens dann so, dass es mal schnell aus, anstatt 5 Uhr Feierabend entweder 6 Uhr oder 7 Uhr oder vielleicht auch 8 Uhr wird. Und an der Stelle halt einfach, je nachdem wie groß die Tickets sind, gucken, dass man sich kleine Teilziele steckt. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Teilziel um 4 schon erreicht habe, dann kann ich mich vielleicht eher auf ein Ticket konzentrieren, wo ich weiß, das ist eine halbe Stunde fertig. Oder ich nutze halt die vergangene Zeit, bis ich dann auch wirklich in den Feierabend gehe, mich irgendwie fortzubilden oder tatsächlich, was ich auch einplanen kann, was einige von uns machen, fix zu sagen, so irgendwie von 16 bis 17 Uhr habe ich, review ich Pull-Requests, die ich reviewen muss, die jetzt nicht zeitkritisch sind, dass die released werden. Also irgendwie so eine Mischung schaffen, dass ich halt rechtzeitig in den Feierabend gehen kann, weil jeder von uns hat
Familie und die Familie ist halt der Rückhalt in der Pandemie an der Stelle und die Arbeit ist halt, ja, wie gesagt, Familie ist auch ein wichtiger Hauptteil des Lebens und an der Stelle muss man eigentlich sagen, sollte Familie eher zuerst kommen, anstatt dass die Arbeit zuerst kommt an der Stelle. Aber es ist halt doch schwierig, sich im Homeoffice selber zu regulieren, weil man ja schon zu Hause sitzt. Okay, vielen Dank, Daniel, für deine Tipps. Ich fasse nochmal zusammen. Ihr habt eigentlich ständig einen Kommunikationskanal offen. Du sagst, lieber mal schneller zum Telefonhörer greifen, als ständig über irgendwelche Chats zu viel Zeit zu vergeuden. Und zu guter Letzt, ganz wichtig, sich selbst regulieren und sich nicht zu viel vornehmen und selbst darauf achten, dass man quasi die regulären Arbeitszeiten noch einigermaßen einhält, weil es natürlich schon sehr verlockend ist, einfach so lange zu arbeiten, bis man wirklich fertig ist. Ich denke, das können wir uns alle auf jeden Fall mal zu Herzen nehmen. Vielen Dank, Daniel. Gerne, danke euch. So, wir haben jetzt noch eine zweite Stimme von der Luise, die eine neue Perspektive reinbringen wird. Luise, sag doch mal schnell, wer du bist und was du so machst. Ja, hallo, ich bin Luise Frese. Ich bin selbstständige Microsoft 365 Consultant und Low-Code-Entwicklerin aus Düsseldorf. Wie siehst du denn die Entwicklung in den letzten 12 bis 18 Monaten während Corona? Wie hat sich da dein Arbeiten geändert? Ja, also ich glaube, diese Corona-Bombe, die hat uns alle ziemlich hart getroffen vor einem guten Jahr. Und ich glaube, wir haben uns ganz gut reingefunden in Remote Work, dass wir halt zu Hause sitzen, uns morgens mit Kaffee bewaffnen und dann den Rechner anmachen, Teams an, neuen Gesichter starren einen an und man macht halt seine Dailies, man macht seine Meetings, aber ich glaube, das ist auch einfach so die Sehnsucht wieder so ein bisschen weg, so zumindest auf ein hybrides Szenario zu wechseln, wo wir eben einige haben, die sich vielleicht in einem Büro aufhalten und andere zugeschaltet sind über Teams. Und ich glaube, dass es noch eine riesen Herausforderung ist, das tatsächlich zu bewerkstelligen. Aber im Großen und Ganzen muss ich erstmal sagen, es läuft. Wie wichtig ist für dich persönlich die Kamera, der Einsatz der Kamera und dass sie an ist oder aus ist? Oh, also meine Kamera ist immer an. Das liegt daran, ich rede ganz viel mit meinen Händen, bei mir läuft unglaublich viel über Körpersprache, über Gestik, über Mimik ab. Man kann mir das auch ansehen, wenn ich gerade was nicht gut finde, dann muss ich das nicht unbedingt sagen. Und deswegen ist die Kamera für mich immer an. Ich achte auch sehr darauf, Leute tatsächlich auch ein bisschen dahin zu schubsen, dass die eben ihre Kameras eben auch anhaben. Ich verstehe das natürlich, wenn jemand sagt, hey, ich habe einen Bad Hair Day oder ich fühle mich heute nicht so, aber es ist ein super wichtiges Werkzeug einfach, auch um so ein bisschen zu schauen, verschwindet da gerade einer gedanklich aus dem Meeting heraus, weil das ist meistens so der Moment, so wenn die Kamera ausgeschaltet wird und die länger als eine Minute ausbleibt, dann machen die Leute was anderes, also so nebenbei E-Mails beantworten oder Teams-Nachrichten checken oder irgendwelche anderen Applikationen bedienen und hören dann praktisch noch so mit einem Ohr mit. Und ich finde, diese Zeit, die wir miteinander in Calls verbringen, die ist unglaublich wertvoll, einfach weil wir ja die synchrone Zeit von ganz, ganz vielen gleichzeitig belegen. Und wenn wir dann halt nicht tatsächlich präsent sind, dann ist das tatsächlich eine Verschwendung von Zeit, Geld, Energie und Fokus. Und deswegen finde ich, Kamera ist super wichtig und meine ist immer an. Du hast ja jetzt schon die Dailies erwähnt, die ja ein bisschen so zu einem Ritual gehören, jetzt zumindest in der agilen Entwicklung mit Scrum. Wie funktionieren solche Rituale, die eigentlich ja in einem Raum vor einem Whiteboard stattfinden, beziehungsweise vor so einem Taskboard stattfinden, wo man so 3 Fragen einfach beantwortet? Wie funktioniert sowas in der digitalen Welt? Und hast du neben diesen Ritualen auch noch Möglichkeiten gefunden, auf persönlicher Ebene auch mit deinen Kollegen in Kontakt zu bleiben? Ja, also ich glaube, zuerst einmal die Frage nach dem persönlichen Kontakt mit den Kollegen und mit den Kunden. Also natürlich haben wir unsere projektspezifischen Abstimmungen und da gibt es natürlich dann Prozesse, die dahinter natürlich auch laufen. Aber ich finde es auch immer unglaublich wichtig, tatsächlich einen etwas persönlichen Kontakt zu meinen Kunden zu pflegen. Und das bedeutet, dass wir nicht nur unsere regulären Projektabstimmungen haben, sondern dass wir regelmäßig auch so kleine Kaffeeklatschrunden haben, wo wir keine Agenda haben, wo man auch natürlich nicht drin sein muss,
Aber was für mich unglaublich wichtig ist, weil normalerweise wird man sich vielleicht an der Kaffeemaschine treffen oder vielleicht auf ein Feierabendbier oder ähnliches, und das findet im Augenblick leider alles pandemiebedingt nicht statt, und das bedeutet aber, dass ganz, ganz viel Zwischenmenschliches leider verloren geht. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige damit, die sagt, ne, die richtig coolen Ideen, die kriegt man nicht, wenn man angestrengt darüber nachdenkt, über die coole Idee an sich, sondern wenn man was ganz anderes macht. Und wenn ich mich einfach nur in so einem lockeren Austausch mit den Kollegen und mit den Kunden befinde, das hat einen anderen Vibe, und dann kommen auch die besseren Ideen, und dann verstehe ich besser, was der andere meint, und ich habe einen besseren persönlichen Kontakt. Und man dreht auch nicht so vollkommen frei, weil man den ganzen Tag lang im Homeoffice sitzt und relativ alleine sich befindet. Ja, und zu deiner zweiten Frage, wie mache ich solche ritualisierten Meetings, also gerade so das Daily, weil wir befinden uns jetzt eben nicht mehr in einem Raum vor einem Kanban-Board. Da gibt es digitale Tools, auch von Microsoft, um das halt gut abzubilden. Ich mache sowas mit einem Planner-Board. Damit wir das da hinkriegen. Es gibt auch Leute, die arbeiten mit anderen digitalen Tools. Was sich auch sehr bewährt hat, sind für Teams In-Meeting-Applikationen, entweder selbst erstellt oder aber Third-Party-Systeme, sodass wir halt diese Rituale tatsächlich ein bisschen mehr institutionalisieren können, gerade auch, wenn wir digital oder rein digital arbeiten und uns gar nicht mehr physisch in einem Raum befinden. Also dieses Selbstverständliche mit, naja, ich nehme den Zettel da jetzt ab und pinne den da wieder an, das ist uns leider so ein bisschen verloren gegangen, aber trotzdem ist es eine ganz gute Idee, diese Dailies nicht einfach vollkommen fallen zu lassen und dann einfach zu sagen, okay, jeder schreibt seine 3 Sätze in so einen Chat hinein, weil wir trotzdem unbedingt dieses persönliche Miteinander und diese tatsächliche Begegnung auch brauchen. Ja, und du hast gerade von Ritualen gesprochen. Hast du für dich ganz persönlich ein Ritual, das du vielleicht morgens oder abends begehst, um wieder aus dieser digitalen Welt rauszukommen? Ja, ich weiß nicht, ob du da tatsächlich gerade die Richtige gefragt hast. Ich arbeite da noch dran, mein Ritual tatsächlich zu finden, aber tatsächlich rausgehen, Runde laufen gehen, Runde spazieren gehen. Also man kann ja nicht so viel machen derzeit, aber dass man was anderes macht, als vor einem Rechner zu sitzen, vor einem Handy zu sitzen, das ist eine super Idee. Ich versuche es dann mit Zeichnen, mit Laufen, was Kreatives tun, in Bewegung kommen. Dann ist auch die Energie am nächsten Tag tatsächlich wieder da, ja, auf der Kamera zu sein und sich zu unterhalten und an Lösungen zu arbeiten. Okay, vielen Dank. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Ausführung, Luise. Ich fasse nochmal zusammen. Eigentlich sagst du, Kamera ist Pflichtprogramm für dich. Darüber hinaus lohnt es sich absolut, sich auch mal eher informell zum Kaffeeklatsch mit Kollegen zu treffen, damit man gut synchronisiert bleiben kann. Das ganze Thema Tooling ist wichtig, wenn es um die ritualisierten Meetings geht. Und zu guter Letzt sagst du aber auch, die ganze Meetingkultur, sage ich jetzt mal ein bisschen großspurig, muss sich eigentlich ein bisschen der neuen Situation anpassen. Man braucht eine neue Form der Moderation und eine neue Form der Teilnahme an diesen Meetings, damit das Ganze sinnstiftend bleibt. Vielen Dank dafür. Ja, cool. Wir haben noch einen Gast, der uns nochmal eine etwas andere Perspektive geben möchte. Das ist der Markus. Markus, stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, mein Name ist Markus Sümmchen, Gründer und Geschäftsführer der White Duck GmbH mit Sitz im schönen Rosenheim, ganz im Süden von Deutschland. Wir sind ein Software- und Cloud-Engineering-Dienstleister, haben uns zu 100% auf Azure fokussiert und ja, machen Cloud-Native-Entwicklung und App-Modernization und sind im Rahmen dessen ein Goldpartner von Microsoft und unterstützen Unternehmen aus allen Branchen mit allen Größen. Klasse. Markus, du als Geschäftsführer, jetzt, du hast ja gesagt, von einem Dienstleister, aber auch Selbstentwicklern. Wie geht ihr mit dem Remote Working um? Was tust du? Wie empfindest du die aktuelle Situation?
Ja, Carsten, wir empfinden es eigentlich in Summe als sehr positiv, denn wir arbeiten schon immer sehr stark remote-orientiert. Das liegt natürlich an unserem Geschäftsmodell. Wir entwickeln Software auf der Azure Cloud für unsere Endkunden. Somit haben wir schon mal rein applikationsseitig alles neutral in einem Cloud-Rechenzentrum liegen und können von Haus aus von überall auf der Welt arbeiten. Wir tun dies auch schon seit langer Zeit vor Corona. Seit Corona, sprich seit März 2020, sind wir nun zu 100% im Homeoffice. Das heißt, unsere gesamten Entwickler, unsere QS-Mannschaft, unsere Product Owner, unsere Cloud Solution Architekten arbeiten zu 100% aus dem Homeoffice. Man muss aber dazu sagen, das hat unser operatives Business nicht tangiert. Das heißt, die Projekte laufen 1:1 weiter, wie es vorher der Fall war. Wir hatten zuvor auch schon einen Homeoffice-Anteil von ca. 20-30% und waren somit sehr gut auf die Situation eingerichtet. Das heißt, die Firma wurde 2012 gegründet. Wir waren schon von Anfang an mit Office 365 unterwegs, also hatten unsere operativen Systeme bereits in der Cloud, nutzen diese intensiv natürlich über diese Microsoft-Dienste und haben natürlich unser Azure Backend zur Verfügung, wo unsere Testsysteme und auch unsere QS-Systeme laufen. Des Weiteren bilden wir natürlich unseren operativen Projektmanagement-Alltag über Azure DevOps, mittlerweile auch sehr stark über GitHub ab, haben somit unsere Application Lifecycle Management Plattformen auch in der Cloud und können unsere Projekte von überall her controllen und natürlich daran arbeiten. Also von dem her, summa summarum, sehr positiv für uns und hat uns Gott sei Dank wenig tangiert. Also ich sehe schon, technisch seid ihr da absolut cutting edge. Das heißt, ihr habt eure Werkzeuge, die euch dabei klasse unterstützen, auch remote zu arbeiten. Aber trotzdem 2 Fragen, die sich mir da aufdrängen. Zum einen, wie erlebst du die Zusammenarbeit mit euren Kunden? Ich könnte mir vorstellen, dass das für die vielleicht schon eine Änderung ist. Und die zweite Frage, was tust du als Geschäftsführer, um diesen Teamzusammenhalt tatsächlich noch zu fördern, wenn du eigentlich jetzt 100% Homeoffice hast? Also vielleicht nehmen wir zuerst die erste Frage, wie erlebst du das bei deinen Kunden oder bei euren Kunden? Was hat sich vielleicht in der Zusammenarbeit mit denen geändert? Es hat sich die Vor-Ort-Komponente natürlich geändert. Zu Beginn der ersten Welle kamen noch sehr viele Fragen, wann können wir uns denn treffen? Wäre das in den nächsten 2-3 Wochen möglich? Diese Fragen gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Das heißt, man startet komplett remote in die Projekte, man fasst die Projekte ein. Also beginnen tut das natürlich beim Vertriebsprozess, ganz klar, der remote abläuft. Dann gibt es in der Regel ein Solution Assessment von uns, wo wir den Kunden kennenlernen, die Umgebung des Kunden kennenlernen, erste Architekturempfehlungen geben. Das läuft remote. Dort hat sich vielleicht etwas geändert, dass man keine 8-Stunden-Workshops mehr durchballert, sondern dass man das einfach ein bisschen mehr untergliedert, oft in 2x4-Stunden-Workshops zum Beispiel mit ordentlich Pause dazwischen. Aber ansonsten gibt es von den Kunden mittlerweile keine Fragen mehr in Richtung, kommen Sie doch mal vor Ort. Diese gesamte Prozessanbahnung, Projektanbahnung erfolgt eigentlich reibungslos in der Cloud und die Kunden haben das sehr gut angenommen, müssen wir sagen. Was wir auch sehr viel sehen draußen ist, dass unsere Kunden sich gerade langfristig einrichten für Homeoffice, sprich, dass deren Entwickler und Architekten auch langfristig im Homeoffice bleiben oder Homeoffice eine sehr wichtige Komponente im Arbeitsalltag bleibt. Sehr gut. Und jetzt, wenn du auf deine Entwickler schaust, ich kann nur von mir selber sprechen, wenn ich von zu Hause arbeite, dann fällt es mir oftmals schwer, hier auch Pause und Start und Ende zu setzen. Was sind da eure Tipps sozusagen oder die du auch von deinen Mitarbeitern einforderst, vielleicht nicht zu viel zu arbeiten? Man ist ja dann häufig in der Versuchung, ja, eine Aufgabe geht noch und die könnte ich auch noch machen. Was ist da dein Tipp, dass es nicht ausufert oder dass es immer noch irgendwo in einem Rahmen bleibt und die Work-Life-Balance irgendwo beginnt? Also wir sprechen das ganz gezielt regelmäßig in unseren Company-Meetings an, das Thema. Also wir sagen unseren Mitarbeitern, unseren Entwicklern und Entwicklerinnen, bitte achtet auch auf euch, integriert das Thema Work-Life-Balance in euer Leben, integriert Sport in euer Leben, eine gesunde Art und Weise, wie man mit dem Alltag umgeht und sitzt nicht nur vor dem Rechner. Ja? Also das heißt, wir müssen natürlich als Projekthaus darauf achten, dass jeder sauber seine 8 Stunden am Tag tut. Uns ist
ist aber mittlerweile egal, wann er das tut. Das heißt, es gibt natürlich Projektmanagement bedingt vielleicht ein Daily in den Projekten oder auch Sprint-Meetings oder auch Konzeptionsrunden, wo man teilnehmen muss. Nichtsdestotrotz interessiert es uns nicht mehr, ob jemand mittags auf den Berg geht oder mal eine Skitour geht oder mit einem Mountainbike unterwegs ist. Die Freiheiten sind da, die sollen auch genutzt werden. Das heißt, wir posten sowas auch wirklich intern in unseren Kanälen auf Teams, solche Freizeitaktivitäten, um einfach das ganze Arbeitsleben aufzulockern. Denn momentan ist natürlich, wie du richtig sagst, die Gefahr groß, dass man sich hier in so einen Dauerarbeitsprozess hineinbegibt und gar nicht mehr merkt, dass man eigentlich nur noch vor der Kiste sitzt. Ist das auch so ein Tipp, den du teilen kannst, sozusagen diese privaten Sachen, wie jetzt mal auf den Berg gehen oder mit dem Fahrrad eine Runde drehen, wenn ich das mit den anderen teile, was ich vielleicht sonst in der Kaffeeküche gemacht habe, das sozusagen in meinem Teams-Channel zu posten, hilft es, um connected zu bleiben? Also wir leben hier eine sehr, sehr offene Kommunikation. Das kann ich auch bloß jedem mitgeben und empfehlen, dass man wirklich diese offene und transparente Kommunikation in der Unternehmenskultur verankert und das auch von oben in Anführungszeichen vorlebt. Wir sind jetzt sogar dazu übergegangen, dass wir private Chats, wo vielleicht bloß 2, 3 Leute operative Dinge besprochen haben, in öffentliche Teams-Channels hineinpacken, damit andere einfach auch Dinge mitbekommen, die vielleicht sonst auf dem Flur oder in der Kaffeeküche besprochen wurden. Also hier sind wir noch mal ein Stück transparenter geworden. Wir machen auch virtuelle Kaffeepausen, wo sich das Team findet, einfach mal plauscht, ein bisschen über Alltagsdinge spricht. Und wir haben einmal pro Woche einen Company Call, wo wirklich ganz transparent dargelegt wird, was gibt es in der Vertriebspipeline, wie schaut die Projektpipeline aus, wo jeder mal kurz vorstellt, was macht er denn gerade, was gibt es sonst für News im Unternehmen. Also sprich, diese Offenheit und Transparenz in der Kommunikationskultur ist natürlich in diesen Zeiten und in puncto Remote Work enorm wichtig. Wenn man das aber lebt, dann haben wir nicht das Gefühl, dass uns die Leute irgendwo mental oder auch emotional abdriften. Also der Zusammenhalt ist sehr gut. Wir haben auch in dieser Zeit neue Mitarbeiter eingestellt und die gut einphasen können und konnten da jetzt nicht irgendwelche negativen Reibungsverluste feststellen. Okay, das klingt hervorragend und ich denke auch die Tipps, die du gegeben hast, quasi als Geschäftsführer von einer Softwareentwicklungscompany an andere, an unsere Zuschauer, Zuhörer, die sind ja wirklich wertvoll und ich glaube, davon kann man auch viel lernen. Jetzt sagst du ja selbst, sozusagen dieses Remote-Arbeiten ermöglicht Flexibilität und ich war selber mal bei einem Dienstleister aktiv, das heißt, ich muss natürlich auch Stunden schreiben, deswegen finde ich das klasse von dir zu sagen, wann meine Mitarbeiter diese 8 Stunden arbeiten, kann man relativ flexibel gestalten und auch, wo sie das machen. Ja, also das ist, denke ich, auch ein großer Vorteil, zumindest für mich, was es betrifft, remote arbeiten zu können. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze drauf eingehen, was ihr vielleicht auch technisch bei euch in der Firma alles vielleicht auch ändern musstet oder vielleicht schon von Anfang an implementiert habt, damit Entwickler sozusagen hier auch voll zugänglich Zugriff haben, um von überall zu jeder Zeit arbeiten zu können. Gerne, Carsten. Also das A und O für uns war von Anfang an seit Unternehmensgründung, jeder Entwickler erhält einen mobilen Arbeitsplatz. Also damit meine ich nicht, dass er im Office jetzt keinen fixen Platz zum Hinsetzen hat. Da sind wir vielleicht noch ein Stück weit oldschool. Es hat aber jeder Entwickler ein Notebook mit Kamera und mobilen Endgeräten, sage ich jetzt mal, ausgestattet. Also auch Mobiltelefon, um hier wirklich von überall aus arbeiten zu können. Das ist für mich die Basis überhaupt. Und dahinter hängt natürlich, das Notebook ist ja nur irgendwo ein Endpunkt an der Cloud heutzutage, hängt die komplette Kollaborationsplattform von Microsoft. Also hier nutzen wir eben, wie schon angesprochen, intensiv Teams, haben natürlich unseren Exchange in der Cloud und mit Azure DevOps und GitHub sind auch unsere Entwicklungsprozessplattformen in der Cloud. Und somit ist schon mal das Thema Remote-Arbeit gegeben. Das haben wir natürlich auch in unseren Verträgen entsprechend gegenüber unseren Kunden abgebildet, also Stichwort Datenschutz, technisch-organisatorische Maßnahmen etc. Nichtsdestotrotz kann man sich da mit relativ wenig Aufwand eigentlich als Unternehmen sehr gut hineinentwickeln und dies seinen Mitarbeitern anbieten. Also Markus, erstmal recht herzlichen Dank. Lass mich nochmal zusammenfassen, was deine 3 wohl wichtigsten Tipps waren. Das eine ist sozusagen flexible Arbeitsgestaltung, sowohl zeitlich gesehen als auch der Arbeitsort. Dann haben wir natürlich den kulturellen Aspekt, wo du sagst, es ist enorm wichtig, dass deine Mitarbeiter sozusagen auch private Erlebnisse teilen, um hier auch den Zusammenhalt zu stärken
Und das dritte ist letztendlich über die Cloud, über die Plattformen Technologie zu nutzen, die sozusagen die Transparenz schaffen, das alles überhaupt durchführbar zu machen, aber auch Transparenz zu schaffen gegenüber deinen Kunden, für die ihr Arbeit erledigt und somit letztendlich auch wieder Vertrauen zurückbekommt von euren Kunden, von deinen Mitarbeitern in das Unternehmen selbst. Das waren jetzt nur 3 von ganz vielen Teams da draußen, wie ihr euch heute und den zukünftigen Developer Workplace vorstellt. Zu diesem Thema wird es im Juni einige Community-Events geben und die Informationen dazu findet ihr unter akms/remote-dev-events. Außerdem haben wir für euch ein paar Cloud Skill Challenges bereitgestellt, die euch mit unseren DevTools vertraut machen. Die gehen auch im Juni an den Start und ihr findet sie unter AKMS Remote Dev Skills. Wir schicken euch viele Grüße nach wo auch immer ihr seid und wünschen euch viel Spaß dabei, euren Future Developer Workplace zu designen. Macht's gut!